Hallo und willkommen zu einer neuen Folge mit uns mit Neuland Stories. Wer uns hier schon länger begleitet, hat vielleicht auch mal hier und da gesehen, dass wir in einer Brauerei angehalten haben. Ich glaube, ein bisschen mehr dazu haben wir auch in unserem Podcast zweimal um die Welt erzählt. Da gibt es noch so ein bisschen mehr Hintergrundinfos, was wir vielleicht nicht in unsere wöchentlichen Videos reinbekommen haben. Und das besprechen wir mit Anne und Fabi von den Neuland-Pionieren einmal die Woche. Schaltet da gerne mal rein in den Podcast zweimal um die Welt. Aber warum die Brauereien? Aktuell sind wir auch auf dem Gelände einer Brauerei. Der Quails Brauerei. Genau. Quails Brewery. Wir hatten das Glück und durften die Besitzer hier kennenlernen über Shauna und Tosa. Und das Besondere hier an der Brauerei ist, sie bauen ihren eigenen Hopfen auch an. Und sie brauchen aktuell für die Hopfenernte noch ein bisschen Hilfe. Und dann haben wir gesagt, wir sind mal die Woche hier, wir unterstützen und helfen ein bisschen und zeigen euch mal, was eigentlich passiert, bevor wir dieses leckere Bierchen trinken. Die Quails Brewery liegt in der wunderschönen und hügeligen Landschaft von Ontario. Zwischen Lake Simcoe und Lake Huron, etwas nördlich von Toronto, erstrecken sich auf dem Gelände der Brauerei über 5 Hektar Hopfenpflanzen. Das macht diesen Ort vermutlich auch so besonders, denn das findet man hier in Kanada nicht oft. Und in jedem ihrer Biere wird zumindest auch immer ein Anteil der eigenen 6 unterschiedlichen Sorten Hopfen verwendet. So, wir sind bereit und jetzt heißt ab an die Arbeit. Jeder Morgen startet mit einer ersten Ernte und Fahrt in die Hopfenfelder. Um effizient zu arbeiten, sind wir insgesamt 5 Personen. Kyle und Lauren schneiden die Hopfenpflanzen unten, Andy ist unser Fahrer und für Basti und mich geht es hoch hinaus. Denn wir schneiden die Pflanzen oben auf ungefähr 10 Metern ab. Je nachdem, wie viele Dolden eine Pflanze hat, können die ziemlich schwer werden. Sobald wir eine gute Anzahl an Pflanzen zusammen haben, landen sie mit einem großen Ruck auf der Pickup-Ladefläche. Ungefähr 160 Pflanzen pro Fahrt sammeln wir meist ein. Die Hopfenpflanze wächst ab April bis zur Ernte insgesamt knapp 7 Meter in die Höhe. Ab Juli bilden sich bei den weiblichen Pflanzen die sogenannten Dolden. Für den besten und intensivsten Geschmack ist der Zeitpunkt der Ernte besonders wichtig, denn es darf nicht zu früh, aber auch nicht zu spät geerntet werden. Das Zeitfenster ist dadurch mit ungefähr 3 Wochen ziemlich knapp. So this is how the hop cone should look like. When they're growing really well, they'll be on like square on all sides like that. And then when you rip it open, there's lots of lupulin. And that's what gives beer its flavor and aroma. And that's what we want. The more of the lupulin, the better the beer.
Alle Pflanzen sind jetzt erstmal hier drin. Wir schmeißen jetzt gleich mal hier die Maschine hinter mir an. Wir haben sie liebevoll Harvey genannt. Und die Maschine trennt erstmal die Dolden von der Hopfenpflanze. An Harvey, der Erntemaschine, arbeiten 3 Menschen. Zuerst wird eine Hopfenpflanze eingehakt, bevor sie in den Prozessor geführt wird und auf der anderen Seite mit dem richtigen Druck herausgezogen wird. Harvey ist ein Prototyp und einer der wenigen seiner Art. Eine Maschine extra hergestellt für diesen Prozess, die Dolden von der Hopfenpflanze zu pflücken. In ungefähr einer Stunde bei andauerndem Betrieb und 3 Personen kann eine komplette Pickup-Ladung bearbeitet werden. Wir haben ihn übrigens Harvey getauft, da wir finden, die Maschine ist so einzigartig und hat einen Namen verdient. Harvey the Harvester. Er ist außerdem auch nicht mehr der Jüngste, weshalb es ab und zu auch mal zu Unterbrechungen kommen kann, wenn sich zum Beispiel ein Seil verfängt oder er einfach für kurze Zeit keine Lust hat, mehr zu arbeiten. Was passiert? Die Maschine ist gerade an einer ungünstigen Stelle gestoppt. Es passiert manchmal zwischendurch, manchmal verhaken die sich im, wie nennt man das, Zahnrad. Aber dieses Mal ist diese Rolle hier gestoppt, was eigentlich das, was wir nicht wollen, wegtransportiert. Sprich, wir haben jetzt alles hier drin. Und wir wissen nicht, woran es liegt. Die Maschine hinter mir dann ist der nächste Step, mit die lauteste und nervigste Maschine, aber genauso wichtig wie Harvey, weil der ist natürlich nicht so fein eingestellt und es landen immer noch ein paar Blätter und Äste zwischen den Dolden und das macht dann die Maschine. Denn durch den Luftanzug fallen die Dolden dann runter in den Eimer und die Blätter werden angezogen und werden dann weggeweht. Nachdem die Dolden gepflückt sind, werden sie nochmal detaillierter mit einer kleinen Windmaschine selektiert und von den restlichen Blättern und kleinen Ästchen befreit. Anschließend werden sie in die Paletten gefüllt und noch ein letztes Mal genauer sortiert. Zu guter Letzt kommen die genau passend angefertigten Paletten in den Trockenschuppen oder auch Hopfendarre genannt. Jeder Hopfenbrauer hat seine eigene Darre, denn beim Trocknen kommt es auf sehr viel Fingerspitzengefühl an und den Erfahrungsschatz des Brauers. Bei diesem wichtigen Schritt entwickeln sich die Aromen und Geschmack der Hopfen. Über den Tag schaffen wir zwischen 8 bis 10 Paletten, die es jetzt hier über Nacht erstmal kuschelig warm haben werden. Salimos. Wir gehen aus. Mit den Sprachduschen von Niki lernen wir gerade meist zu unserer ersten Tasse Kaffee am Morgen Spanisch, um uns auf unser kommendes Abenteuer Richtung Süden vorzubereiten.
Und das Gute an der Sprach-App Iki ist, du brauchst erstmal keine Unterlagen. Du lernst deine gewünschte Fremdsprache wie deine Muttersprache eben auch entspannt und intuitiv über Zuhören, Verstehen und Nachsprechen. So lernen wir mit jeder Tasse Kaffee oder Chai für Basti ein bisschen besser Spanisch und sind dieses Mal hoffentlich nicht so aufgeschmissen wie letztes Mal in Mexiko und kommen etwas vorbereiteter in den spanisch sprechenden Ländern in Zentral- und Südamerika an. Eine Sprachdusche dauert so ungefähr 15 bis 20 Minuten und mit der passenden Musik im Hintergrund tauchst du komplett in die Atmosphäre ein, als wärst du direkt vor Ort. Passend zu den Sprachduschen dazu gibt es zur Wiederholung und aber auch zum Nachlesen die Vokabeln und Gespräche in einem Begleitbuch zusammengefasst. Ihr habt jetzt auch Lust bekommen, eine neue Fremdsprache zu lernen und möchtet die App einmal ausprobieren, dann geht doch schnell auf die Webseite. 2 Sprachduschen pro Sprache sind kostenlos zum Ausprobieren und mit unserem Code Neuland30 spart ihr 30% auf euer Premium-Abo. ¿Y por qué esos trajes? Und warum diese Tracht? ¿Y por qué esos trajes? Alle weiteren Details findet ihr aber nochmal unten in der Beschreibungsbox. Am nächsten Morgen werden die Paletten mit dem getrockneten Hopfen aus der Darre genommen und die Dollen in Papiersäcke gefüllt. Danach geht es ins Kühlhaus, wo sie dann auf die Weiterverarbeitung zu Pellets warten. Bis zu 100 verschiedene Sorten Bier wurden letztes Jahr gebraut, was vermutlich der größte Unterschied zur deutschen Brauereiszene ist. Während man bei uns zu Hause auf die bekannten und traditionellen Arten wie Pilz, Lager oder Weizen setzt, wird hier sehr viel mit dem Hopfen experimentiert und viele IPAs, Stouts oder Porters zubereitet. Der Hopfen kann sowohl frisch oder getrocknet verarbeitet werden. Nach einigen Tests in kleinen Mengen und etwas Magie weiß das Team schnell, wohin die Reise gehen soll. Und ehe man sich versieht, kann man die neueste Kreation testen. It's 5 o'clock somewhere. Der größte Teil wird direkt hier in der Brauerei oder auf dem wundervollen Anwesen im eigenen Biergarten verkauft. Ein kleiner Teil jedoch wird auch in Dosen abgefüllt und zum Mitnehmen oder an lokale Restaurants verkauft. Um die Qualität sicherzustellen, werden die Dosen gewogen. Und sollte da nur eine Grammzahl nicht passen, kann die Dose nicht verkauft werden, was hin und wieder vorkommen kann. Und diese Dosen nennen sich dann Low-Fills
werden nicht gelabelt und netterweise an die Mitarbeiter vergeben. Was wir ja aktuell sind. Und das Gute ist, das schmeckt genauso gut wie das Original. Ich weiß nicht, ob ich Basti hier nochmal wegbekomme. So, ein Schluck. Ja. Oh, ist das Hey ist. Mhm. Sehr fein. Sehr fein. Wir hoffen, die Folge diese Woche hat euch gut gefallen und wie hat Basti vorhin so schön gesagt, und ihr konntet was lernen Und hattet auch noch Spaß dabei. und hattet auch noch Spaß dabei. Wir fühlen uns hier richtig wohl, es macht richtig Spaß hier mit unter die Arme zu greifen und ja, es ist Eine Win-Win-Situation Eine für Win- alle. ja. Aber damit war es das für diese Woche. Wir hoffen, ihr seid nächste Woche auch wieder mit dabei. Abonniert natürlich unseren Kanal, das nicht vergessen und die Glocke aktivieren. Support-Herz in die Kommentare und das Emoji der Woche, wie sollte es anders sein, ist natürlich ein Bier. Und damit Und falls ihr euch fragt, ob wir jemals aus Kanada wieder loskommen, es steht kurz bevor. es steht kurz bevor. Haltet durch. Danke, Ende. Prost.